Das Pikachu SAR von Stürmische Funken erreicht 400 € auf Deutsch. Leute, was ist da los? Wir schauen uns die Pull-Rates an, dieses krassen Sets von Stürmische Funken, und schauen auch ganz genau auf die anderen Karten, vergleichen das mit anderen Sets und wollen herausfinden, ist dieser Preis gerechtfertigt oder nicht. Ich habe mir eine Analyse von ganzen 5000 Boostern gemacht und das sind die Ergebnisse. Herzlich willkommen zu meinem neuen Format mit Let's Check This. Herzlich willkommen zu Let's Check This. Wir schauen gemeinsam nach, was ist da los bei Stürmische Funken. Wir schauen uns heute die Pull-Rates an aus ganzen 5000 Booster-Openings aus dem Netz. Ich habe mir alle zusammengesammelt, die ich finden konnte, die größeren von Danny Phantom, von Diriums Pokémon, aber auch von ganz vielen anderen. Die Pull-Rates sind krass. Was ist los mit dem Pikachu, aber auch mit dem kompletten Set Searching Sparks? Die OVP-Preise dieser Boxen, Leute, gehen in die Höhe. Ich bin so froh, dass ich mir noch bei Cards for All 2 von den wunderbaren Sets habe sichern können. Vielen Dank an die Leute von Cards for All. Die haben unter anderem noch ein bisschen was zu knabbern. Mist, das geht ja gar nicht. Was soll ich damit? Und natürlich eine Karte von Pokémon 151 auf Deutsch beigelegt. Vielen lieben Dank für das kleine Giveaway von Cards for All. Ich habe euch den Link nochmal drin. Leider sind auch da natürlich die Booster Bundles, was heißt Booster Bundles, die Displays komplett weg. 36, also ich habe 2 Stück, ein Opening zu dem kompletten Case. Da schreibt ihr rein, wenn ihr Bock habt auf ein Opening, schreibt es bitte in die Kommentare. Also Leute, wir kommen zu den Hitrates Searching Sparks. Alle Prozente betreffen die Möglichkeit, Karten aus dem Display zu ziehen. Das heißt, wenn ich dir jetzt Prozentzahlen sage, dann ist es die Prozentzahl, die sich auf die Öffnung von einem Display betrifft. Das heißt, auf 36 Booster gesehen. Wir starten mit den gewöhnlichen EX-Karten. Du hast ungefähr die Chance von 1:5, das heißt 16,7%. Aus den 5000 ist herausgekommen, dass du in jedem 5. Booster spätestens eine EX-Karte drin haben solltest. Das ist jetzt gar nicht so schlimm. Also man musste sagen, eigentlich sind die Hitrates ziemlich gut in dem Bereich. Jetzt kommen wir aber zu dem Bereich der Ultra Rares. Ultra Rares bedeutet Full Arts. Da ziehst du aus einem kompletten Display 6,2 Karten. Das ist ein super Pull-Rate. Jedoch, wenn es darum geht, dann gleich bei bestimmten Karten, da ist die Pull-Rate natürlich deutlich anders, wie beispielsweise bei dem Latias EX. Das Latias EX, um das zu ziehen, hast du eine Pull-Rate von 1:279. Das heißt, wenn du eine bestimmte Karte suchst, ist es unglaublich schwer, da an die Karten heranzukommen. Latias EX 1:279, das heißt, du musst 279 Booster öffnen, um an diese Karte ranzukommen, statistisch gesehen im Vergleich auf die 5000 Booster, die geöffnet worden sind. Das Pikachu EX hat eine Pull-Rate von 1:446 im Schnitt. Auch das ist natürlich unglaublich zu sehen, wenn du versuchst, die Full Art Pikachu zu ziehen. 1:446. Bei den Illustration Rares, und das sind natürlich die Karten, auf die es die meisten abgesehen haben. Illustration Rares, das heißt besondere Artworks, die in diesem Set drin sind. Davon sollten im Schnitt circa 3, also 2,96 Karten sind im Schnitt pro Booster Display drin enthalten. Wie beispielsweise, wenn du da auch das Latios in der Illustration Rare ziehen möchtest, hast du eine Chance von 1:317. Das bedeutet, wenn du das Latios ziehen möchtest, musst du damit rechnen, dass du leer ausgehen kannst bei ganzen 8 Displays, Leute. Statistisch gesehen brauchst du 8 Displays, um das Latios zu ziehen. Das Mesprit ist öfters drin, das ist bei 1:186, bedeutet, es ist häufiger vorgekommen in den Displays. Wenn du das Gegenstück zum wunderschönen Milotic haben willst, das heißt das Barschwa, da sind es mit 1:257. Ihr müsst euch das mal überlegen, das sind allein die Illustration Rares. Wir schauen uns auch gleich nochmal die Preisentwicklung an bei den einzelnen Karten. Da sehen wir auch, dass bereits da viele momentan
am Sinken sind. Warum ist das so? Das ist ganz klar, Leute. Es wird immer mehr geöffnet. Wenn wir allein hier gucken, wie viele Leute da geöffnet haben, es ist unglaublich. Wenn wir uns jetzt angucken, wie viel momentan geöffnet wird auf den einzelnen Streaming-Diensten, da kannst du dir einfach ausdenken, wie viel Leute da brauchen. Ich habe von einem gehört, der hat Vorbestellungen im Bereich von über 60.000 Euro allein für einen Streamer tätigen müssen, um alle Leute versorgen zu können, die er in der Vorbestellung bereits schon verkauft hatte. Das sind unglaubliche Mengen. Und dieser Hype ist wahr, Leute. Das ist momentan so. Wird das immer so bleiben? Ich glaube das nicht. Wir haben so viele krasse Sets, die noch in der nächsten Zeit kommen. So viele High-Class-Sets, die von allen Fans gewünscht werden. Und da wird es definitiv noch die Möglichkeit geben, auch an stürmische Funken ranzukommen. Da bin ich mir sicher. Das Ganze hat 2 Jahre Zeit in der Rotation. Leute, verkauft jetzt nicht diese krassen Preise. Ich würde an der Stelle warten. Ich habe meine für ca. 117 Euro das Stück bekommen. Ich bin froh drüber. Momentan finden wir sie bei Card Market startend auf Deutsch bei 140 ungefähr. Tendenz noch natürlich steigend, weil man sie nirgends kaufen kann. Wartet ab. Das Ganze kommt nochmal rein. Da wäre die Pokémon Company selbst blöd, wenn sie das nicht machen würden. Okay, Leute, wir gehen weiter. Wenn wir jetzt auf die Aceback-Karten gucken. Aceback-Karten sind meistens sehr spielstarke Karten. Die gibt es mit 1,86. Das heißt, ungefähr 2 Aceback-Karten kannst du pro Booster-Display erwarten. Ist mit einer Hitrate von 5,4% mit dabei. Dann kommen wir zu den Hyper-Rare-Karten. Leute, die Hyper-Rare-Karten bedeutet die Goldkarten. Die sind, was da an Hitrates drin sind, das ist unglaublich. Unglaublich. Du kannst davon ausgehen, dass du nur 0,24 bis 0,32 Hyper-Rare-Karten aus einem aus einem Display ziehen kannst. Das bedeutet für dich, dass du insgesamt drei Displays öffnen musst, damit du statistisch gesehen die Chance auf eine Goldkarte hast. Wer natürlich gleich beim ersten oder auch bei einzelnen Boostern irgendwie die Goldkarten zieht, hat da natürlich richtig Glück gehabt. Wenn du eine spezielle Hyper-Rare-Karte suchst, ist das in einem Verhältnis bei einer Pull-Rate von 1 zu 1127, Leute. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Das Pikachu Gold, wenn du das haben willst, musst du 744 Booster öffnen, damit du statistisch gesehen sicher an diese Karte drankommst. Bei Gravity Mountain, Leute, ist das bei 1 zu 2232. Die Pull-Rates sind einfach nur unglaublich, was da passiert ist. Schau dir, und jetzt kommen wir zu den Karten, die die meisten haben wollen, die sogenannten Chase-Karten, die Special Illustration Rares. Da sind wir sogar besser als bei den Hyper Rares, denn da schwanken diese Möglichkeiten, die zu ziehen, von 0,58% bis zu 1,6, je nachdem, wer wie viele welche Booster geöffnet hat. Insgesamt macht das beim Latias, die Special Illustration Rare von Latias, ebenfalls eine Pull-Rate von 1 zu 2232. Latias geht natürlich auch im Vergleich zu den anderen nochmal deutlich nach oben. Ist natürlich eine sehr beliebte Karte, gerade auch mit dem Latios in diesem Zwischenspiel, diesem Zweiergespann. Ist das eine wunderschöne Kombination, auch absolut super für deine Sammlung. Wenn wir uns Hydreigon angucken, da gucken wir nochmal drauf. Das ist relativ im Vergleich zu anderen einfach zu ziehen. Da bist du bei 1 zu 744. Und jetzt Lisa's Appeal beispielsweise haben wir mit 1 zu 744 genauso wie das Hydreigon. Es gibt viele, sehr viele Special Illustration Rares in diesem Set. Und die schauen wir uns gleich nochmal gemeinsam an, welche da vor allen Dingen auch welche Preisentwicklung gemacht haben. Und das ist etwas, was sehr wichtig ist, Leute. Wie gesagt, das Pikachu zu ziehen hat eine Pullrate von 1 zu 1116 im Schnitt bei 5000 geöffneten Boostern. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, Leute. Ist dann der Preis gerechtfertigt? Das überlasse ich jedem selbst. Es ist natürlich momentan sehr schwer, an diese Karte ranzukommen. Viele haben Glück, ziehen die dann gleich in der ersten ETB. Andere haben dann kein Glück und öffnen 3, 4, 5, 6 Displays
und dann ist sie nicht mit drin. Wir haben bei den Analysen ist mit rausgekommen, dass bei 7 von 20 Displays hatten nur 2 Illustration Rares überhaupt mit dabei. 6 von 20 hatten nur eine einzige A-Spec dabei. Und 13 von 20 hatten selbst keine Special Illustration Rare oder Hyper Rare mit dabei. Also du kannst auch da absolut leer ausgehen. Wenn du gerade diese 13 von den 20 erwischt hast, dann ist das so. Ja, da muss man Glück haben, Leute. Aus diesem Grund ist natürlich das Pikachu auch mit als Fan-Favorite absolut ein beliebtes Pokémon und das wollen alle haben. Wir schauen uns mal den Vergleich zu anderen Sets an. Wir haben bei 151 das Glurak, das ja momentan auch durch die Decke geht. Das Glurak hat aber eine Pull-Rate, und jetzt aufgepasst, von 1 zu 365. Wenn wir das entgegensetzen zum Pikachu, ist das fast um das Vierfache geringer. Das heißt, du kommst 4-mal schneller an die Karte dran, als bei dem Pikachu, statistisch gesehen. Müssen wir dann sagen, dass Pikachu mit 400 € ist das Geld wert? Nein, es ist nach wie vor nur Papier mit ein paar Rillen drauf. Nehmt das bitte nicht zu ernst. Es ist ein unglaublich schönes Artwork. Selbstverständlich geht es dabei um Angebot und Nachfrage und um den Wunsch der Community. Das Set ist gehypt, selbstverständlich. Die Karte ist wunderschön und ich glaube auch, dass die Karte sich in Zukunft bei ungefähr 200 € einpendelt, solange das Set noch verfügbar ist. Was passiert, wenn das Set mal aus der Rotation rausgeht? Das weiß niemand. Es ist aber anzunehmen, dass es auch da deutlich nach oben gehen wird. Das heißt, wenn du jetzt die Möglichkeit hast, irgendwie dran zu kommen, ich würde nicht diese überzogenen Preise zahlen, ich würde abwarten, aber das ist meine persönliche Meinung. Wie steht ihr dazu? Was glaubt ihr, wie das Pikachu nochmal abgeht? Schreibt's doch bitte in die Kommentare. Und Leute, wenn ihr noch nicht abonniert habt und Bock habt auf solche Videos oder auch Videos zu Openings oder auch die besten Angebote, die besten Pokédeals, dann lasst doch ein Like und ein Abo da auf, vergesst die Glocke nicht. Und vor allen Dingen, Leute, schreibt was in die Kommentare oder kommt auf Discord, da kriegst du auch früher irgendwelche Angebote. Auch da kommt bald wieder ein Video raus, deswegen bleibt bei den nächsten Videos mit dabei. Das Glurak aus Obsidianflammen ist mit 1 zu 212, das heißt relativ einfach zu ziehen. Innerhalb von 6 bis 7 Displays dürftest du an dieses Glurak herankommen. Viele sind sogar statistisch gesehen noch deutlich mehr dran gekommen. Das Enigmara, das ich dir hier zeige, hat eine Fullrate von 1 zu 448. Die Miriam 1 zu 347. Und das Goldengo beispielsweise, das ja eigentlich keinen so einen großen Sprung gemacht hat, die Karte aber sehr schön ist, mit 1 zu 1188. Parasol Lady auch mit 1100 zu 86. Einfach unglaubliche Fullrates, die wir da haben. Bei Danny Phantom beispielsweise war in diesen, er hat 2200 Booster geöffnet und da nochmal die kompletten Pullrates zu den einzelnen Karten herausgefunden. Die wichtigen, wie ich finde, aus den Ultra Rares sind beispielsweise das Milotic EX, gab es ganze 8-mal. Es gab ganz viele Karten, die richtig gut performt haben, viele, die es sehr selten gab. Wenn wir uns aber jetzt mal auf die Special Illustration Rares gehen, da ist es Durant EX, wurde ganze 4-mal gezogen. Das Milotic EX gab es 2-mal in 2200 und ich glaube 40 Boostern. Das Pikachu EX ebenfalls nur 2-mal gezogen. Das Latias ein einziges Mal aus allen Boostern. Wir gucken weiter, das Hydreigon EX gab es 3-mal und jetzt Archaludon EX für ganze 5-mal gezogen. Das Alolan Kokowai wurde gezogen 4-mal und dann Jasmine's Gaze, Drayton, all die Trainer Special Illustration Rares wurden zwischen 3- und 4-mal gezogen. Wieder bei anderen Streamern, der hatte beispielsweise richtiges Glück. Der hat innerhalb von 1040 oder sowas Packs geöffnet und der hat das Pikachu ganze 3-mal gezogen. Das Latias eben auch nur ein einziges Mal. Dafür aber andere
Das Milotic zweimal hat er gezogen, Alola Kokowai zweimal, aber beispielsweise die Gold Pikachu, die Hyper Rare Card, hat er auch nur ein einziges Mal in 1000 Boostern gezogen. Andere, die auch noch mit auf der Liste waren, wurden gar nicht gezogen. Selbst bei 1000 Boostern ist es unglaublich schwer, da überhaupt etwas zu ziehen. Und jetzt wollen wir uns heute mal gemeinsam angucken, wie denn sich der Preis entwickelt hat. Wenn wir uns das Azuglades angucken, Azuglades ist eingestiegen, richtig hoch, ist momentan auf einem absoluten absteigenden Ast. Wunderschönes Artwork. Ich finde, das ist wirklich eine Karte, die man sich definitiv besorgen sollte. Gerade jetzt, wo die Preise runtergehen. Ich würde noch ein bisschen warten, die gehen noch weiter runter. Sind momentan über 240 Stück verfügbar. Leute, die Preise werden da meines Erachtens nach noch ein bisschen fallen. Weil sich natürlich viele jetzt auf die anderen Karten fokussieren, kriegen wir da echt nochmal die Möglichkeit, an die Karten ranzukommen. Das Barsch war, was ich gesagt habe, in der Illustration Rare, sind wir bei 6 Euro momentan auf Englisch. Und wenn wir jetzt auf das Latios EX, wenn wir da nochmal drauf gucken, auch dieses kriegt man momentan relativ günstig, gehört mit zu einem der teuersten Illustration Rare Karten. Da kommst du auch noch gut dran. Wenn wir uns jetzt die Special Illustration Rares angucken, die Special Illustration Rares können selbstverständlich sagen, wir fangen mal mit den kleineren an oder mit denen, die nicht so beliebt sind. Da bekommst du beispielsweise das Archaludon EX, bekommst du für 18 Euro auf Deutsch. Leute, 18 Euro für eine Special Illustration Rare ist selbstverständlich nicht viel Geld. Wenn wir uns Durant EX anschauen, auch da bist du bei 16,50 Euro. Die Karte ist nicht viel wert und du musst dir überlegen, das kann deine Special Illustration Rare sein, wenn du nicht so viel Glück hast. Ich finde gerade die Karte auch nicht wirklich schön gezeichnet. Da hätten sie wirklich noch mehr rausholen können aus dieser Karte. Wir haben Jasmine's Gaze. Jasmine's Gaze ist auch runtergegangen, fast um die Hälfte auf mittlerweile 29,99 Euro. Wenn wir dann auf das Latias EX schauen. Latias EX ist momentan bei 140 Euro gewesen zum Zeitpunkt der Aufnahme, Leute. Wunderschöne Karte, wunderschönes Set, wenn du auch noch das Latios hast. Die beiden zusammen ergeben natürlich in der Sammlung eine wunderschöne Komponente. Aber du siehst, mit 1 zu über 2000 ist das eigentlich die Karte, die am seltensten oder am schwersten zu ziehen ist aus diesem Set. Mit einem der Hyper-Rare-Karten. Wenn wir auf die Trainer, auf die Trainer des Secret Illustration Rares gucken, da sind wir bei Preisen von ca. 14 Euro bei Drayton. Und wenn wir auf das Milotic gucken, sind wir bei mittlerweile auf Englisch auf ca. 90 Euro angekommen. 87 Euro kann das schon starten. Wir schauen uns jetzt mal die Hyper Rare Karten an und gehen dann auf die Mega Chase Karten, auf das Pikachu. Wir schauen Night Stretcher, Goldkarte, kriegst du für 19,50 Euro. Wir gucken uns an das Alola Kokowai in der Hyper Rare für 25 Euro. Leute, das sind Karten, die echt wunderschön sind, aber natürlich nicht so begehrt wie die Special Illustration Rares. Wir schauen uns das Pikachu an. Das Pikachu ist momentan auf dem Preisniveau von 60 Euro. Ich habe es vorhin gesagt, die Hyper Rare Karten sind seltener zu ziehen als die Special Illustration Rares. Und wenn du gerade an das Pikachu rankommen willst, bist du auch bei dem wirklich mit einem langen Geduldsfaden ausgestattet. Das kann man so sagen. Okay, wir schauen uns noch gemeinsam das Pikachu an. Und das Pikachu ist eben, wie gesagt, momentan auf einem Preisniveau, das wirklich alle Rekorde bricht. Ich glaube nicht, dass ich das lange halten kann. Es wird noch meines Erachtens nach eine Weile nach oben gehen, weil einfach so viele Leute durch dieses Set so gehypt sind. Es ist eine schöne Karte. Die Terra-Kristallisierung ist jetzt nicht unbedingt meins, aber ich muss sagen, gerade das Artwork, wenn die Krone nicht drauf wäre, finde ich wirklich sehr gelungen.
Ich muss die Karte auch mal für mich sehen, damit ich wirklich sagen kann, was da alles auf der Karte passiert. Wenn wir uns jetzt mal den Gesamtwert des kompletten Sets angucken. Searching Sparks wurde bei Boxes gelistet auf 2.246 US-Dollar im Total Value. Das ist natürlich eine sehr frühe Aussage, die aber von einigen schon angemahnt wurde. Ich glaube aber, dass Boxes da bei der Analyse wirklich eine gute Arbeit geleistet hat. Wir sehen hier nämlich, dass die Karten auch mit dem Vergleich, den er gezeigt hat zu anderen Sets, nicht vom Preisniveau her sich deutlich verändern. Wir sehen, dass die Preise sich unterschiedlich entwickeln, aber in der Gesamtbetrachtung bleibt natürlich vom Total Value sehr viel da. Gerade das Pikachu macht natürlich da einen unglaublichen Unterschied zu den anderen Sets. Aber Leute, wird sich das noch ändern? Selbstverständlich. Wir werden da nochmal eventuell eine Absenkung sehen, aber wir sehen im Vergleich zu den anderen, dass da doch wirklich sehr viel Potenzial in diesen wunderschönen Karten mit drin steckt. Wir schauen uns mal jetzt den Vergleich an zu den anderen Sets. Wir starten mit Temporal Forces, mit Gewalten der Zeit. Da war es so, dass auch hier die Special Illustration Rares mit einem Durchschnitts-Pull-Rate von 0,46 Hits pro Display verbucht waren. Ähnlich ist es jetzt hier. Das heißt, du musstest immer zwei Displays öffnen, damit du an diese Special Illustration Rares drankommst. Auch bei den anderen war es nicht viel anders. Das heißt, die Pull Rates als solches sind sehr ähnlich. Die Hyper Rares sind immer die Karten, die am schwersten zu ziehen sind und auch am seltensten vorkommen. Bei Twilight Masquerade haben wir ein ähnliches Beispiel. Auch da ist die Special Illustration Rare bei 0,53. Wenn wir Stellar Crown angucken, da ist es sogar noch schwieriger, an die Special Illustration Rares dran zu kommen, denn da sind wir sogar bei 0,41, Leute. Wir schauen uns noch Paradox Rift, die Pull Rates an. Bei Paradox Rift hattest du mehr Chancen auf die Special Illustration Rares, nämlich mit 0,77. Das heißt, fast eine pro Display war da garantiert. Was bedeutet das jetzt für Searching Sparks oder für stürmische Funken? Laut der Analyse musst du insgesamt pro Box hattest du ungefähr 14 Hits. Die Double Rares waren mit 6 Stück vertreten. Die SpaceX, die Acebax, die Acebax mit 1,82, die Ultra Rares mit 2,42, die Illustration Rares mit 2,94 und wie gesagt 3 Stück pro Display und die Special Illustration Rares mit 0,55. Da sind wir auf dem Bereich, dass es wirklich schwierig ist, an diese ranzukommen. Du musst mindestens 2 Displays öffnen, damit du einen gesicherten Hit hast, wenn du Glück hast und die richtigen erwischt hast. Das ist immer unter Vorbehalt und nur statistisch gesehen. Deswegen Leute, nur weil ihr glaubt, ihr kauft jetzt 2 Displays und habt dann auch einen gesicherten Hit, so ist das nicht. Passt da bitte auf. Die Hyper Rares, wie gesagt, sind mit nur 0,26 unglaublich schwer zu kriegen. So, das war's von dem Video, Leute. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Schaut auch auf die anderen Videos, schaut bei den anderen Videos vorbei, damit du keine Angebote mehr verpasst. Lasst ein Like und ein Abo da, damit hilfst du mir, damit auch der Kanal weiter wachsen kann. Bis zum nächsten Mal.